Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute habe ich ausnahmsweise kein Koch- bzw. Backvideo für euch, sondern ein Rezept der Weltgesundheitsorganisation, mit dem ihr selbst Desinfektionsmittel herstellen könnt. Zum Schutz vor dem Coronavirus reicht es grundsätzlich aus, wenn ihr die Hände häufig und gründlich mit Wasser und Seife wascht. Aber unterwegs, zum Beispiel beim Einkaufen, ist die Nutzung von Desinfektionsmitteln einfach praktischer. Wie ihr das Ganze herstellt und was es dabei zu beachten gibt, das zeige ich euch jetzt im Video. Für das Desinfektionsmittel benötigt ihr etwa 200 ml Wasser. Das kann destilliertes bzw. gereinigtes Wasser sein oder wie hier abgekochtes Leitungswasser. Um sicherzugehen, dass ich am Ende mindestens 200 ml abgekochtes Wasser habe, koche ich im Topf etwa 300 bis 400 ml auf. Wichtig ist, dass das Wasser in allen Bereichen des Topfes mindestens 3 Minuten lang sprudelnd kocht. Bevor ihr das Wasser mit den restlichen zum Teil leicht entzündlichen Zutaten mischt, sollte es vollständig abgekühlt sein. Als weitere Zutaten verwende ich hier Isopropanol, Wasserstoffperoxid und Glycerin. Einen Link zu der Anleitung der WHO findet ihr unten in der Videobeschreibung. Zum Schutz vor Spritzern solltet ihr beim Mischen unbedingt Handschuhe und eine Schutzbrille verwenden. Ich verwende hier ein 3D gedrucktes Schutzschild vom Prusa. Den Link hierfür findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Als erstes messe ich 750 ml Isopropanol ab. Da es leicht entzündlich ist, ist es wichtig, dass der Raum gut belüftet ist und sich keine Zündquellen in der Nähe befinden. Zu dem Isopropanol gebe ich nun 45 ml Wasserstoffperoxid, das sind etwa 3 Esslöffel. Von dem Glycerin benötigt ihr 15 ml, also etwa einen Esslöffel. Hier habe ich versehentlich einen Milliliter mehr abgemessen, das ist aber nicht weiter schlimm, da ohnehin ein kleiner Rest im Messbecher kleben bleibt. Zum Schluss fülle ich noch so viel von dem abgekochten Wasser hinzu, dass ich insgesamt 1 Liter Flüssigkeit erhalte, also etwa 190 ml Wasser. Jetzt rühre ich das Desinfektionsmittel gründlich durch und fülle es in handliche verschließbare Fläschchen. Diese hier haben einen Zerstäuber bzw. Pumpaufsatz. Bevor ihr das Mittel benutzt, sollte es 72 Stunden an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahrt werden, damit mögliche Sporen, die sich im Alkohol oder in dem Fläschchen befinden können, abgetötet werden. Zum Desinfizieren der Hände benötigt ihr etwa eine Handvoll Desinfektionsmittel. Dieses verteilt ihr nun so, dass die gesamte Fläche beider Hände benetzt wird, also auch zwischen den Fingern, auf dem Handrücken und an den Handgelenken. Reibt die Hände so lange aneinander, bis sie sich trocken anfühlen. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!